Wechselgebühren kennen wir alle aus den Ferien. Aber auch beim Investieren spielen sie eine Rolle und man sollte sie als Kostenfaktor nicht unterschätzen. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Wie wir bereits in einem vergangenen Coffee Break besprochen haben, zeichnet sich ein gutes Portfolio durch Diversifikation aus. Nicht nur über verschiedene Anlageklassen, sondern auch über verschiedene Wirtschaftsräume. Besonders als Schweizer Anleger oder Anlegerin ist man aber auf eine gewisse Exponierung in Fremdwährungen angewiesen. Aber Währungswechsel sind für Banken richtige Geldmaschinen. Währungen werden nicht an der Börse gehandelt, sondern zwischen den Banken im sogenannten Interbankenmarkt. Für die Währungen der grössten westlichen Industrienationen sind die Geldbriefspannen im Interbankenmarkt sehr gering. Banken geben die Kurs aber selten ohne Aufschlag an ihre Kunden weiter. So lukrativ die Kursaufschläge für die Banken sind, so wertvernichtend sind sie für dein Anlageportfolio. Wie kannst du dich vor dem schützen? Egal, ob du dein Portfolio selber verwaltest oder über ein Vermögensverwaltungsmandat an eine Bank delegiert hast, du solltest immer auch den Währungswechselaufschlag verhandeln. Er wird manchmal auch als FX-Markup bezeichnet. Ein guter Vermögensverwalter verfolgt aber noch weitere Strategien, um die Kosten von Währungswechsel für dich zu minimieren, ohne Kompromiss bei der Diversifikation machen zu müssen. Für das gibt es folgende 3 Ansätze. Erstens einzelne Cash-Konten für die wichtigsten Handelswährungen. Mit dem werden unnötige Währungstransaktionen vermieden, wenn beispielsweise ETFs in der gleichen Währung gekauft und verkauft werden müssen. Außerdem hat man als Kunde Fremdwährungsbestände, zum Beispiel in Euro, auf dem Euro-Girokonto, ist es nützlich, wenn man die direkt und spesenfrei in Euro aufs Anlageportfolio überweisen kann. Mit dem ist der Geldeingang ins Portfolio schon mal gebührenfrei. Die Euro können dann wieder direkt genutzt werden, um beispielsweise Aktien aus dem Euroraum zu kaufen. Zweitens kann dein Vermögensverwalter Anlageinstrumente einsetzen, die in Schweizer Franken gehandelt werden. Das müssen nicht zwingend Schweizer Anlagen sein. Es gibt auch für ausländische Anlagemärkte Instrumente, die in Schweizer Franken gehandelt werden. Dort nehmen Market Maker oder Emittenten den Währungswechsel auf ihrer Seite vor und sie als institutionelle Marktteilnehmer haben Zugang zu günstigen Interbankenkursen. Als letzter Punkt gibt es noch das sogenannte Netting und Pooling. Sind die Wertschriften nicht in individuellen Depotkonten verwahrt, sondern in einem zentralen Depot, redet man von Sammelverwahrung. Das ist beispielsweise bei Vorsorgegeldern wie Säule 3a der Fall. Dort sind Geldguthaben und Wertschriften auf einem Konto im Namen von einer Vorsorgeeinrichtung gebucht. Wenn zum Beispiel wir als Vermögensverwalter feststellen, dass für einen Vorsorgenehmer US-Dollar benötigt werden und bei einem anderen am gleichen Tag US-Dollar frei werden, so können wir die beiden Positionen intern verrechnen. So vermeiden wir viele unnötige Handelsgeschäfte am offenen Markt. Bei uns hat das Thema Kosteneffizienz und Transparenz schon immer eine hohe Priorität gehabt. Darum achten wir bei unserer Anlagelösung darauf, die Wechselgebühren so tief wie möglich zu behalten und wenn immer möglich ganz zu vermeiden. Bei der Vergabe von einem Vermögensverwaltungsmandat lohnt es sich, alle Kosten zu vergleichen. Also neben der Vermögensverwaltungsgebühr auch die TER, Total Expense Ratio, und Fremdwährungskonditionen. Die sind nämlich oft ein bisschen versteckt beschrieben. Wie viel FX-Markup belastet dir deine Bank bei Währungswechsel? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.